Herzlich willkommen zum neuen Video hier. Es geht mal wieder um die rote Praline. Das Ding muss, ja, unter Lack kommen. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Wir wollen uns jetzt hier mal richtig um Farbarbeiten kümmern. Aber bevor es losgehen kann mit Farbe, muss ich euch sagen, es gibt jetzt hier Tassen im Shop. Guckt mal rein, Alter. Nur noch ganz kurz zu bestellen. Bestellt die Dinger gerne, wenn ihr Bock drauf habt. Geile Klapprad-Crew-Motive, dies, das, jenes. Also wirklich, könnt ihr gerne bestellen. Naja, wir wenden uns jetzt hier dem tollen 78er Mexiko-Käfer. In Maßrot ist er. Und genau dieses Maßrot müssen wir hier an bestimmten Bereichen wieder beilackieren und auch spachteln. Mit Spachteln haben wir jetzt hier noch gar keine Erfahrung. Aber bevor es auch überhaupt um Spachteln geht, muss ja auch, bevor gespachtelt werden kann, noch eine Stelle geschweißt werden. Und das ist hier wirklich unsere letzte Stelle, die wir zu schweißen haben. Das heißt, es geht jetzt hier gleich erstmal los. Wir machen die Haube auf, einmal ein bisschen entrosten das Ganze. Sehen wir genau, wie groß ist unser Schaden. Mal ein bisschen raustrennen und dann bauen wir uns die Haube raus, bauen Blech, schweißen ein, machen fertig. Und danach kriegen wir hier Besuch, wirklich, der mit uns Spachtel aufzieht. Vorher haben wir auf eure Empfehlung, haben wir bestellt. Allerfeinste Grundierung, schöne 2K Epoxy-Grundierung. Also es ist wirklich das Spritzwerkzeug schlechthin, ne? Ja, mit dem Kram wollen wir dann also hier erstmal die Stellen noch grundieren und dann kann gespachtelt werden. Leute, wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! So Leute, nächster Tag hier am Käfer. Wir wollen Gas geben. Ihr habt ja gesehen, wir haben den Flicken jetzt hier schön eingeschweißt. Und ihr seht schon, hier wird der Spalt ein bisschen eng. Man muss dazu sagen, die Haube ist nicht festgeschraubt und auch vorne nicht richtig zu, ne? Also das verändert sich jetzt hier alles noch. Trotz alledem ist an dieser Stelle das Ganze ein bisschen zu tief geraten. Ich weiß gar nicht genau, wie das passieren konnte, weil wir diese Kante ja bis hier eigentlich original gelassen haben extra. Ja, dass sowas jetzt hier halt nicht passiert, ne? Aber ich werde das jetzt nochmal rausnehmen, das versuchen ein bisschen zu bearbeiten, dass das hier schön auf eine Höhe kommt. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Die Rundung ist gut getroffen. Da kommt ja jetzt sowieso noch ein bisschen Spachtel rauf, aber fürs Erste sieht das doch wirklich toll aus, ne? Außerdem machen wir uns jetzt da dran und greifen, ja, zum Schleifgerät und schleifen hier sämtliche Stellen, die wir mal gemacht haben, schön, ja, einmal an, machen hier einen schönen weichen Übergang zum Spachtel, irgendwie ein bisschen auch mit einem Exzenterschleifer, den wir hier von einem Zuschauer zugeschickt bekommen haben. Da werden wir richtig schön das gleich erstmal alles anschleifen und grundieren ist der Plan, dass wir ja alle blanken Stellen heute unter Grundierung kriegen. Auch hier vorne das alles zu bearbeiten, das haben wir uns für heute Abend vorgenommen. Ist straff. Am geilsten wäre natürlich auch, wenn wir den Spachtel hier gleich mit fertig verschleifen, dass der auch mit unter Grundierung kommt. Aber ich glaube, wir sind damit wirklich für heute Abend ausgelastet, wenn wir wirklich die blanken Stellen unter Grundierung kriegen, damit dann als nächstes der Spachtel rüber kann. Und danach muss ja dann sowieso nochmal grundiert werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher, Leute, ich würde sagen, die Haube ist zu. Es kann weitergehen mit den ganzen, ja, Lackiervorbereitungen. Ich nehme die Haube jetzt nochmal mir vor, bearbeite die ein bisschen und dann geht's hier los mit Musik. Schön anschleifen, alles abkleben und wenn wir nachher sprühen, dann seid ihr wieder dabei, ne? Also, bis gleich.
Leute, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt schon die ersten Schichten Farbe vorne, also Grundierung, schöne 2K-Grundierung aufgetragen. Wir haben alles wunderschön angeschliffen. Wir haben alles entfettet mit Retro-Verdünnung, staubfrei gemacht, sauber gemacht. Und ja, jetzt wie gesagt, mit dieser 2K-Grundierung, mit genau diesem Zeug hier, haben wir das schön Pin rein, 2 Minuten vorgeschüttelt, 2 Minuten hinterher und dann hier Ast reingezogen. Und ich finde auch, diese Farbe zeigt ganz schön die Konturen jetzt, wo hier quasi auf jeden Fall der Spachtel aufgetragen werden muss. Ne? Da halt, wo wir überall das Blank geschliffen haben. Ich finde, das Ergebnis ist ganz schön. Keine großartigen Läufer. Hier bei der Haube habe ich einen ganz kleinen Läufer drin, aber das wird ja sowieso noch gespachtelt alles. Jetzt ist das hier auch fertig grundiert und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zusammen hinten und grundieren das Abschlussblech zusammen. Es müsste doch alles fertig abgeklebt sein, oder Nelly? Auch das ist schön angeschliffen, alles abgedeckt und so. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Ne? Also gibt wahrscheinlich ganz viele andere Verfahrensmöglichkeiten und so. Ich suche mal, dass ich einen guten Stand kriege. Wird nichts, ne? So, und ich kenne das jetzt so, man lackiert es quasi von unten nach oben. Habe ich bei Holy Hall mal im Video gesehen, so, ne? Also für mich geht das jetzt auch einfach los. Und dann schön, ich nebel jetzt erstmal ein, ganz leicht überall hin. Dass erstmal überall so ein bisschen Farbnebel schon mal ist. So mache ich es, ne? So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Nebel, da ein bisschen Nebel. Wollen wir hier drüben noch ein bisschen hinnebeln. Und jetzt haben wir ja erstmal eine Basis theoretisch, um hier richtig schön durchzuziehen. Ah, die Dose, spinnt sie oder spinnt sie nicht? So, und wenn ihr euch nicht sicher seid, ne, dann bewahrt lieber ein bisschen die Ruhe. Nicht, dass ihr euch da dolle Läufer reinfahrt. Lasst es kurz antrocknen, 1-2 Minütchen und lackiert dann weiter, so, ne. Es kann nicht schaden. Also, da muss man jetzt nicht hier ganz schnell, also gerade beim Grundieren, muss man nicht ganz schnell sein, so. Aber ey, Leute, wir lacken hier ein bisschen mit Dose rum, ne. Mal sehen. Ich lasse das hier unten so ein bisschen erledigt. Ich will den Auspuff nicht so doll mit lackieren, weißt du. Da haben wir uns so viel Mühe gegeben. Wäre jetzt ärgerlich, wenn wir den jetzt hier mit Grundierung versauen. Und, was sagst du? Du siehst nichts, oder? Geht. Beige ist das. Achso, beige. Ich hab verstanden. Geht. Das wird ja auch noch rot, ne? Aber so fürs Erste schon mal gar nicht schlecht. Und jetzt fühl mal, wie voll die Dose noch ist. Damit kann ich meins wahrscheinlich nicht mehr lackieren gleich, ne? Naja. Es ist jetzt auch hier hinten fertig grundiert und ich finde auch hier sieht man wieder toll, wo gespachtelt werden muss. Leute, wir gehen jetzt an die letzte Ecke, machen die eben fertig und dann sehen wir uns dann wieder, ne, wenn es hier weitergeht. Grundierung muss jetzt erstmal trocknen. Hier mache ich gleich noch eine zweite Schicht, das kann ja nicht schaden. Und dann kann gespachtelt werden, es kann groß losgehen. Wir sehen uns dann.
Leute, was geht ab? Guten Tag. Es ist ein anderer Tag und wir sind motiviert daran, hier am Käfer weiterzumachen. Wir haben jetzt hier gespachtelt, final fertig gespachtelt alles. Ihr habt das im Video hier gerade gesehen. Alle Ecken haben Spachtel gekriegt. Ist richtig, ja, schön geworden. Wir haben auch den Spachtel verschliffen überall. Also wir haben eigentlich, um euch das genau zu erzählen, wir haben einmal gespachtelt mit so richtig Spachtel halt. Auf unser grundiertes haben wir toll gespachtelt. Dann haben wir diesen Spachtel schön geschliffen. Dann haben wir auf das geschliffene Feinspachtel aufgetragen. Dann haben wir diesen Feinspachtel wieder geschliffen. Und dann haben wir nochmal hinterher gespachtelt. Und hier so die letzten Lunker, die da drin waren und sowas, nochmal wieder mit bisschen Feinspachtel aufgefüllt. Und jetzt müsste das alles nochmal einmal ganz sauber und fein geschliffen werden, gesäubert werden und grundiert werden. Aber das machen wir jetzt nicht. Nelly soll ja hier auch nochmal ein bisschen was erleben, was dieses ganze Spachteln und Schleifen an sich geht. Das Spachteln selber habe ich auch nicht gemacht. Vielen Dank daraus nochmal an Timo und Philipp. Die sind hier letzten Freitag da gewesen und wir haben hier echt zusammen einen geilen Abend gehabt und haben hier den Käfer durchgespachtelt. Ich bin richtig froh, dass dieser Baustein abgeschlossen ist und wir nicht mehr spachteln müssen. Jetzt, wie gesagt, noch einmal schleifen, grundieren und dann kann auch schon lackiert werden. Das werdet ihr hoffentlich alles noch in diesem Video sehen. Ich kann es nicht ganz versprechen. Ihr seht das gerade, 2 Videos gleichzeitig hier am Bus nebenbei noch dran. Oh, also dieses Video und dieses Video, das zieht sich beides über Wochen hier gerade. Ich freue mich schon, das neue Video zu starten und wirklich, ist mir auch egal, da wird nicht ein Projekt nach dem anderen, sondern da mache ich dann eine Woche und dann filme ich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was wir jetzt hier an dem toll gespachtelten Käfer machen wollen und ich kann euch das auch sagen und ich will euch das auch sagen, da bin ich ja gar nicht so. Wir haben hier irgendwo Teile. Irgendwo haben wir hier Teile. Originale. Ah, hier sind die besagten Teile. Guck mal da, diese ganzen Kedern und so, die haben wir schon alle fertig schön gewaschen. Die sind einbaufertig. Dann nehmen wir auch die alten her. Die sind wahrscheinlich mal im Zuge der zweiten Lackierung hier neu gekommen. Aber das sind die Teile, über die ich wirklich mit euch sprechen will. Schöne Tieferlegungsachsschenkel. Danke an Backbahn an dieser Stelle. Der hat uns die hier kurzerhand zugeschickt für das Projekt. Und ja, ich bin gewillt. Guck mal, schön schwarz lackiert auch. Also besser hätte es uns nicht treffen können. Echt nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und diese Dinger werde ich jetzt eben einbauen, damit wir die mal eingebaut haben. Ja, Nelly hätte auch Bock gehabt, das mitzumachen, aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Ich muss das irgendwie mal schaffen jetzt. Ja, also Leute, Attacke. Musik geht ab, ich leg los, bis gleich. So Leute, Tieferlegungsachsschenkel sind eingebaut. Ich weiß, hätten gut ein paar mehr Szenen sein können vom Einbau, aber ich bin ganz froh, dass die jetzt drin sind. Jetzt haben wir das Problem, die Rasterplatten sind nicht festgestellt, müsst ihr wissen, ne? Also das ist jetzt auch tiefste Stellung, was überhaupt so geht. Und der Käfer ist halt arschtief jetzt. Und das Problem ist, ich kann ihn kaum noch höher stellen, weil die Stoßdämpfer jetzt komplett auseinandergezogen sind. Glaube ich, muss ich gucken. Außerdem ist mir hier so eine Unterlegscheibe weggeflogen beim Auseinanderbauen. Die muss ich jetzt hier erstmal suchen, Alter. Aber es sieht hier überall, Mann, Alter, überall sieht's aus hier so, ne? Überall sieht's einfach aus. Von daher, ich finde die jetzt nicht. Ich mache für heute Feierabend und dann guckt euch hier um, Alter. Das werde ich ändern. Ja, also Leute, Attacke. Wir sehen uns gleich.
Leute, wir sind zurück. Ihr habt gerade gesehen, wie wir hier wirklich die letzten Spachtelgeschichten, ja, fein verschliffen haben. Auf Empfehlung von unserem örtlichen Farbenhändler Farben Sörensen haben wir da gesagt bekommen, gerne mit 240er Schleifpapier fein runterschleifen den ganzen Kram. Und das haben wir jetzt gerade hier noch in der Runde gemacht. Und wo wir gerade da so in Fahrt waren, haben wir dann alles schön einmal abgeblasen, entfettet und so. Und den ganzen Käfer hier schon wieder zum rollenden Wäscheständer gemacht. Alles an Laken, was wir finden konnten, raufgeworfen. Hier alles schön abgeklebt ringsrum. Und jetzt kann das wirklich losgehen. Und nochmal einmal wieder füllern das Ganze. Und wenn der Füller drauf ist, 2, 3 Schichten machen wir jetzt heute Abend schön. Dann lassen wir ihn schön 24 Stunden hier durchlüften, austrocknen, weghärten. Und dann wird das alles nochmal ganz fein angeschliffen. Und dann sind wir soweit. Wir wollen gucken, ob die Farbe passt. L31B nennt sich das Ganze hier. Maßrot von VW. Ist es das oder ist es das nicht? So, ne? Wir werden es gemeinsam rausfinden. Dieses Video werden wir hier noch Farbe raufkriegen. Zeig mal nochmal den ganzen Käfer da so rauf, wie der hier toll eingehüllt ist. Also ich freue mich richtig auf den Moment, wenn wir dann alle Decken, alles weg, alles an abgeklebt und dann sehen wir den Käfer mal wieder freigelegt und nicht so, ja, als rollender Wäscheständer, ne? Gut, Leute, wir geben Gas. Wir sehen uns gleich. Weiter geht's hier mit dieser ganzen Käferlackierung und so. Ich habe nochmal feinste Schleifpapier besorgt. 600er, 1000er hatten sie leider nicht da. Und jetzt können wir wirklich die Grundierung nochmal anschleifen. Hier ist ein Läufer drin bei der ganzen Grundierung, was Nelly hier gemacht hat. Ansonsten ist das echt richtig geil geworden fürs erste Mal. Bin ich stolz auf sie. Das können wir nachher noch rausschleifen. Wir schleifen also jetzt alle Stellen an, die wir hier so gemacht haben. Erstmal hier aber Licht an, ne? So, und dann hier hinten Abschlussblech, alles anschleifen. Danach kann es dann losgehen. Das Abgeklebte hier nochmal ein bisschen abändern. Und dann wird rot genebelt. Ich bin heiß drauf, dass das jetzt hier gleich rote Farbe kriegt. Leute, wir geben Gas. So Leute,
Wir haben es geschafft. Der Käfer ist unter Farbe. Wir haben es absolviert. Guckt euch mal das alles an. Holt euch mal ein Ergebnis rein hier. Wir haben wirklich alles schön beilackiert und ich finde, das kann sich richtig, richtig gut sehen lassen. Auf der Kamera sieht das natürlich noch mal einen Ticken geiler aus, als was es in echt ist. Aber ich bin total zufrieden. Also wenn man sich hier so das Seitenteil anguckt und so über die ganze Seite guckt, das ist echt klasse. Es ist ein großer Schritt geschafft, was dieses ganze Käferlackieren anging. Ne? Wir haben jetzt hier in dem Video gespachtelt. Wir haben gefüllert, wir haben davor gefüllert, dann haben wir geschliffen auch viel und zu guter Letzt uns noch belohnt mit diesem schönen Rot. Jetzt als nächstes können wir wirklich weitermachen. Innenausstattung, Kotflügel ran, Elektrik, all diesen geilen Scheiß. Phil, lass doch mal drüben zeigen, was da ist ja auch Farbe raufgekommen. Also Abschlussblech, ne, haben wir hier auch nochmal so als Endresultat. Sieht doch gut aus, ne, was meinst du? Sehr schick. Ja, dich hört man mich nicht. Doch, schon, aber leise. Und hier drüben ist auch Farbe drauf, genauso wie hier vorne, ne? Also wir sind wirklich einmal ums ganze Auto gekommen. Ja, ist natürlich jetzt nur mit der Dose beilackiert, Leute. Da muss man immer sagen, Kirche im Dorf lassen. Wir sind auch alles keine Lackierer, wir sind auch alles keine Spachtelmeister, aber dafür finde ich, ist das Endergebnis toll geworden. Ja, Leute, ich will euch noch mal einmal kurz erinnern, im Shop die Tasse bitte bestellen, wenn ihr Bock habt. Ihr habt jetzt noch genau eine Woche Zeit dafür. Wenn ihr es nicht macht, habt ihr Pech gehabt. Das war's dann eigentlich auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es hier am Decken weitergeht. Wir machen nebenbei auch ein bisschen Polstereien und so. Aber wir haben es jetzt erstmal geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mal gerne dazu, hättet ihr gedacht, dass dieses Nass in Nass einlackieren hier, das Reinwolken so gut funktioniert und dass man so wenig Unterschied sieht. Also wird natürlich jetzt noch ein bisschen austrocknen und danach werden wir nochmal polieren. Aber Leute, ihr seht dann mehr. Wie viele Minuten haben wir drauf? Ja, das reicht. So, ne? Ihr habt jetzt genug von uns. Leute, tschüss, bis nächste Woche. Haut rein.